Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner, ich bin mal wieder im Münchner Osten beim Reinhold Brenner beim Fahrtreffen der Spur 1. Wir haben 1. November, 18:45 Uhr fast, und vor der Halle brutzeln hier schon die Grillhändeln. Ich bin heute ein bisschen später dran mit meinem Video und irgendwann in einer Viertelstunde soll es wohl schon losgehen. Und jetzt gehe ich hier erst einmal zur Anlage Spur 1, die hier aufgebaut ist. Heute mal in einem anderen Raum, im großen Raum, ist heute diese normale Ovalanlage aufgebaut mit 16 Meter Länge und 5 Meter Breite. Und hier ist jetzt gerade unterwegs eine V200 Original von Märklin im Originalzustand mit Geräusch, mit einigen Märklin und Hübner Wagen, ein Güterzug. Auf dem Gegengleis kommt hier eine V100, ebenfalls von Märklin. Allerdings ist die inzwischen ziemlich verändert worden. Die hat eine Alterung bekommen, die hat vorne auch einen Rost bekommen, hat einen Leso Loksound 5 XL Decoder bekommen und hat hier auch Trittstufen bekommen. Auch der Führerstand ist sehr detailliert geworden, hat also mit einer Märklin Lok, wie es früher war, nicht mehr viel zu tun. Und die stellt hier einen normalen Lokalbahnzug dar mit einem Schienenbusbeiwagen und einem Güterwagen, so wie sie tatsächlich mal im Vorbild früher gefahren sind. Ich habe vorher extra nachgefragt, das ist wirklich vorbildgerecht so gefahren, mit nur einem Schienenbusbeiwagen als kleiner Lokalbahnzug. Auch dieser Beiwagen wurde umgebaut, ist auch ein Märklin Schienenbusbeiwagen. Der hat neue LEDs bekommen und einen anderen Decoder. Und jetzt fährt diese Lok hier auf dem Fahrtreffen eben mit etwas anderem Geräusch auch und mit etwas anderer Beleuchtung fährt dann der Zug. Schauen wir, dass man im Führerstand noch ein bisschen reinsehen kann. Das ist ein bisschen schwierig bei der Fahrt, aber ein Versuch ist es wert. Als nächstes sehen wir jetzt eine Maxilok, eine E10. Die auch ein klein wenig umgebaut wurde. Da wurde die Front umgebaut, weil die normal hier eine Klauenkupplung hat. Und hier ist tatsächlich so umgebaut worden, dass die tatsächlich echte Vorbildschraubkupplung hat. Dieser Epoche 4 Zug hat dann Umbauwagen dahinter, vierachsige, die dann allerdings nicht ganz Epoche 4 sind, sondern eigentlich Epoche 3. Aber so genau, glaube ich, geht es auch nicht. Und es ist hier auf dem Fahrtreffen hauptsächlich der Spielspaß im Vordergrund. Die Wagen sind hier auch eingerichtet, Figuren sind drin. Und hier kommt nochmal die V200, die schauen wir uns auch nochmal in aller Ruhe an.
Jetzt steht schon bereit die 98886. Diese Lok habe ich schon zweimal im Original gefilmt. Die steht beim Rhön-Zügle e.V. und fährt dort in der Rhön Museumsfahrten. Allerdings ist das jetzt hier ein Modell, das von der Firma KISS stammt und ursprünglich mal eine 98884 war. Und die wurde umnummeriert und wurde patentiert und wurde aber hier als Epoche 2 Lok in Szene gesetzt. Und jetzt wird sie hoffentlich dann gleich als Güterzug losfahren. Zu diesem Güterzug noch, das sind jetzt hier 4 Märklin-Wagen. Davon sind die mittleren 2 ganz normale Museumswagen ohne Veränderung. Und die beiden Bremserhauswagen sind komplett umlackiert, unbeschriftet. Ja, ich finde es schön, dass hier das Rhön-Zügle in München mal fährt. Vor allem, wenn man schon zweimal mit diesem Zügle selber live mitfahren konnte, dann ist es natürlich auch was ganz Besonderes. Ich werde im Video auch mal einblenden, eines von den Videos, die ich hier selber mit dem Original gemacht habe, so als Link. Hier am Gegengleis steht ein Güterzug bereit mit einer V100, den ich auch im letzten Video schon mal gezeigt habe, mit langen Gleisen, ewig lange Gleise, 3 Meter lang sind die hier als Modell. Den werde ich dann aber auch später noch mal separat zeigen kurz. Und jetzt mache ich aber erstmal hier mit der 98886 weiter. Vielleicht sollte ich mal Licht dazu schalten, dass man was Schönes sieht. Dann ist hier auch ein bisschen was am Betriebswerk aufgebaut. Schauen wir uns vielleicht auch später nochmal an. Aber jetzt schaue ich mal ganz kurz in den Nebenraum, weil in dem auch was als Lokparade aufgestellt ist. Und zwar eine Lokparade mit einigen Baureihe 151 von Märklin, die hier bereitstehen, die hier als Parade aufgebaut sind. 5 Stück insgesamt. Märklin hat davon 7 Stück gebaut, 7 verschiedene Varianten. Und von denen haben wir hier 5. Und die zeige ich jetzt auch einfach mal der Reihe nach, was das jetzt hier ist. Wir haben also hier jetzt die grüne. Das ist die in Epoche 4, wie sie ursprünglich mal war. Die erste, die ist in Szene gesetzt worden von Märklin als Lok im Jahr 1975, 76 in Chromoxidgrün. Dann die Ozeanblau beige hell elfenbeinfarbene. Ich weiß nicht, ob das hier mit der Beleuchtung so richtig rüberkommt. Kann sein, dass das ein bisschen falsch wirkt, aber sie hat schon die richtige Farbe. Die ist in Szene gesetzt worden als Lok im Jahr 1978.
Hier steht sie dann noch als Lok in DB Cargo Version in Verkehrsrot. Das ist die 151 070-0 in Epoche 5 im Jahr 1998 wurde die realisiert als Modell. Und jetzt kommen wir ins neue Jahrtausend. Jetzt haben wir hier einen großen Sprung gemacht. Wir haben also hier als erstes die Hectorail-Lok, die Märklin gebaut hat. Ursprünglich war das mal die 151-134-4 und die wurde dann als Baureihe 162 oder 162 007 dann entsprechend in Betrieb gesetzt oder eingesetzt. Und die ist im Jahr 2019 in Szene gesetzt. Und ungefähr 2020 ist dann noch die Locomotion-Variante, die sogenannte Zebra-Lok, weil Locomotion eben alle Loks in diesem Zebra-Look mit diesen Streifen produziert. Und die habe ich ja in einem Video schon sehr ausführlich gezeigt, in meinem Auspackvideo. Das kann ich jetzt hier auch mal als Link einfach mal mit einblenden. Ich hoffe, dass wir vielleicht dann im Laufe des Abends auch auf der Anlage mal eine oder mehrere von diesen 151ern fahren sehen. Momentan ist es halt mal schön, dass sie hier im Nebenraum tatsächlich als Lokparade stehen. Und inzwischen sehe ich hier schon eine lange Schlange. Das heißt, inzwischen sind wohl die Grillhändel fertig, die der Reinhold Brenner hier wieder als Spezialität mit Oktoberfestrezept hier gegrillt hat. Und hier stehen viele Leute schon an, freuen sich schon. Ich auch wahrscheinlich irgendwann einmal, aber ich muss jetzt erst einmal hier noch ein bisschen was filmen. Immer wieder heiß begehrt und stark beliebt, die Händel hier in München. Und es ist einfach eine schöne Abwechslung hier. Die Mischung aus Biergarten, Spur 1 Stammtisch, Fahrtreffen. Und es macht Spaß. Und trotz Feiertag sind hier doch wieder so um die 80 bis 100 Leute gekommen. Und jetzt mache ich erst einmal Pause. Inzwischen ist die Essenspause vorbei und die 151 steht in der Epoche 4 Version Chromoxidgrün auf dem Gleis. Und die werden wir jetzt mal vorführen, fahren lassen. Ich hoffe, dass wir mal die ganzen Geräusche durchgehen können. Erstmal die Beleuchtung, das ist die Spitzenbeleuchtung. Der Führerstand. Maschinenraumbeleuchtung gibt es auch. Ich habe das ja alles schon mal ausführlich bei der Zebra-Lok gezeigt, aber hier auf dem Gleis ist es sicher auch schön, wenn wir mal eine fahren lassen können. Und vor allem die erste Variante von Märklin 1975, 76, das habe ich verpasst, den Stromabnehmer. Vielleicht können wir noch mal runter. Können wir noch mal runternehmen? Ja,
Schauen wir uns hier bei der Gelegenheit nochmal den Schwertransport an. Diesen Schienentransport mit 3 Meter langen Schienenschwellen. Na, Schienen, nicht Schienenschwellen. Die hier flexibel nachgeben, weil man sonst diesen engen Radius nicht schafft. Diesen Trick habe ich im letzten Fahrtreffen schon mal gezeigt. Und jetzt schauen wir uns den einfach hier nochmal an. Und jetzt gibt es dann den Zug mal durch den Bahnhof durch. Nun kommt die Baureihe 23 von KM1 zum Einsatz. Nach einem kleinen Zwischenhalt geht es dann weiter. Inzwischen ist der Rauchentwickler auch eingeschaltet. Um 21:30 Uhr langsam lichten sich die Reihen und es wird etwas ruhiger. Und das ist natürlich eine gute Gelegenheit, dass wir uns vielleicht den Big Boy mal in aller Ruhe etwas genauer anschauen und auch anhören können. Jetzt schauen wir mal mit dem Geräusch vom Big Boy. Ich zeige ein paar Details auch parallel dazu. Und jetzt können wir mal die Rauchentwickler einschalten. Der hat ja insgesamt 2 Rauchentwickler und an 7 Stellen gibt es Rauch, teilweise automatisch, teilweise mit Pfiff und sonst wie.
mächtig Qualm hier im Münchner Osten.
Das war's für heute vom Spur 1 Fahrtreffen im Münchner Osten am 1. November 2024. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn Sie mal wieder vorbeischauen. Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner.